Ich spüre immer noch große Enttäuschung und auch Wut. Es kann einfach nicht sein, dass hier Millionen von Menschen überhaupt nicht gehört werden. Ja, und dass hier überhaupt keine Aufarbeitung, keine Verantwortung stattfindet. Es gibt Dinge, da lache ich falsch und da müsste ich sagen, bitte ich um Verzeihung, ja klar. Wir haben uns damals mit den Nebenwirkungen der Maßnahmen, aber auch mit den Nebenwirkungen der eigentlichen Pandemie viel zu wenig beschäftigt. Achtung, jetzt wird's ehrlich, das hält nicht jeder aus. Karl Lauterbach setzt sich vor die Kamera und tut so, als hätte er alles richtig gemacht. Bis auf die Schulschließung. Der Rest kein Problem. Und währenddessen kämpft Lea, eine junge Frau, nach ihrer Corona-Impfung mit schweren gesundheitlichen Schäden. Alleingelassen von genau dem Mann, der einst versprach, es gibt keine Nebenwirkung. Wie kann man so schamlos sein? Wie kann man so tun, als sei die Spaltung, das Leid, das Misstrauen der Menschen einfach nie passiert? Und warum gibt es bis heute keine Aufarbeitung? Bleibt dran, das ist die bittere Abrechnung mit Karl Lauterbach und Jens Spahn. Auf geht's! Damit reise ich ins politische Berlin und treffe dort Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er kam im 2. Corona-Jahr ins Amt. Am Anfang waren Sie ja der Mahner, sehr prominent, später der handelnde Minister. Was würden Sie heute sagen, was sind Fehler, die Sie nicht noch mal machen würden? Ich will jetzt mal sagen, was wir richtig gemacht haben. Also ich glaube, wir sind ja besonders vorsichtig gewesen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Dieser vorsichtige Zugang, der war aus meiner Sicht richtig. Dass im Rahmen dieser Politik dann auch Fehler gemacht werden, ist klar. Rückwirkend waren die Schulschließungen einfach zu radikal und die haben wir für zu lange durchgezogen. Das ist es. Mehr gibt es bei Ihrer persönlichen Aufarbeitung nicht, wo Sie sagen... Also es gibt viel aufzuarbeiten, aber im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ähnliche Altersstruktur der Bevölkerung haben wie wir, sind in Deutschland deutlich weniger Menschen gestorben. Sie sagen, Sie würden rückblickend fast alles wieder genauso? Nee, das würde ich nicht so sagen. Aber ich glaube, dass ich hier nicht in einem Fernsehinterview versuchen sollte, selbstkritisch aufzuarbeiten? Doch selbstkritisch schon, bei den Punkten, die wirklich selbstkritisch klar sind. Also zum Beispiel bei Schulschließungen ist das klar, also auch bei der Impfpflicht, wo wir im Bundestag gestritten haben, das wäre wahrscheinlich die falsche Entscheidung gewesen. Ich würde nur vermuten, dass man, also gerade jemand, der so stark handelnder war in der Zeit, auch sich selber hinterfragt. Weil wir haben eine enorme gesellschaftliche Spaltung seit der Corona-Zeit. Ja, dass ich jetzt nicht hier über jede einzelne Entscheidung öffentlich diskutieren will, wo ich nachträglich denke, vielleicht hätte man das etwas anders ausdrücken müssen oder nicht, sondern das sollten wir wirklich systematisch gemeinsam machen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir im Nachhinein den Eindruck erwecken, als wenn die Bewältigung der Corona-Pandemie im Großen und Ganzen in Deutschland misslungen gewesen wäre. Das war einfach nicht so. Knapp 65 Millionen Menschen in Deutschland haben es getan, haben sich gegen Corona impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Auch Lea, damals 14 Jahre alt. Jetzt schreibt mir ihre Mutter und ruft um Hilfe, weil sie sagt, meine Tochter ist seit der Impfung wie lebendig begraben und keiner hilft uns. Sie war immer ein kerngesundes Kind. Was jetzt aus ihrem Leben wird, ist Ärzten und Politik egal. Hallo. Sarah Tacke. Monika. Hallo. Einmal mit durch. Dankeschön. Ja, ich muss für Lea ein bisschen was vorbereiten. Ja. Und das machen wir zusammen? Gerne. Du hilfst mir mit? Ja, gerne. Okay, gut. Also machen wir erstmal die Medikamente. Das ist jetzt momentan der kleine Teil, den sie braucht. Ne? Ja. Für den Abend, für den Nachmittag. Je 2 eins? und hier 3. Ah, okay. Nochmal zum Verständnis. Vor der Impfung war Lea Kerngesund. kerngesund. Kerngesund, keinerlei Vorerkrankungen, gar nichts. Ja, nach knapp 4 Wochen ging es dann los. Dann ist sie von heute auf morgen umgefallen. Und irgendwann habe ich mich dann halt gefragt, an was kann es liegen? Und habe dann halt den Verdacht geäußert, es könnte die Impfung sein, weil das war das Einzige, was sie halt bekommen hat. Ne? Nach einer monatelangen Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser stellen die Ärzte einen Zusammenhang fest.
zwischen Impfung und den immer schlimmer werdenden Symptomen ihrer Tochter. Soll ich eine Maske aufsetzen? Ja, das wäre ne? ganz lieb, ja. Lea habe sogenanntes Post-Vac, sei impfgeschädigt. Hallo Lea, ich bin Sarah. Ich gehe jetzt einmal. Lea, du sagst, wie es gut für dich ist, ne? So, Sarah bringt dir was zu trinken. Soll ich das hinstellen hier? Ja, einfach da hinstellen, bitte. Okay. Licht, ne? Also hast du immer die Sonnenbrille dann auch auf? Oder? Ja, genau, die trage ich immer. Ohne die kann ich meine Augen gar nicht öffnen. Genau, ich habe auch einen Hörschutz in meinen Ohren. Ah, okay. Ohne die könnte ich mit Ihnen jetzt gar nicht reden, weil mir das zu laut wäre. Wahnsinn. Also sehr lichtempfindlich, sehr geräuschempfindlich. Ja. Konstante Schmerzen und keine Kraft, ne? Nee, also ich bin ja gelähmt komplett. Ja. Und das Einzige, was meine Hände noch machen, ist das hier. Ja, dieses Zittern. Genau. Ja. Leas Zustand hat sich stark verschlechtert. Sie hat ME/CFS und eine Herzmuskelentzündung. Die Kühlpads auf dem Kopf und dem Herzen verschaffen ihr kurzfristige Linderung. Wir bekommen ja absolut keine Hilfe. Und das macht mich traurig. Ich habe mich impfen lassen damals Um andere zu schützen, ne? Genau, ich habe mich impfen lassen, um andere zu schützen. Und jetzt wird man einfach so alleine gelassen. Lea hat viele Behandlungen hinter sich. Blutwäschen, Cortison, Sauerstofftherapie. Nichts davon hat ihr richtig geholfen. Jetzt muss ich mal von Mutter zu Mutter fragen, wenn man der eigenen Tochter irgendwie beim körperlichen Verfall, nenne ich es mal, also so zuzusehen und so hilflos zu sein. Ja, deshalb stehe ich ja hier und kämpfe, damit das an die Öffentlichkeit kommt. Damit endlich diesen Menschen geholfen wird. Was macht sie wütend? Was mich wütend macht, dass alle weggucken. Dass alle uns gepredigt haben, wir sollen solidarisch sein. Und jetzt ist niemand solidarisch den Kranken gegenüber. Und keiner fühlt sich dafür verantwortlich. Das macht mich wahnsinnig wütend. Von wem würden Sie sich Hilfe erwarten? Erstmal, dass die Ärzte offener sind, auch wenn es ein neues Krankheitsbild ist. Und nicht sagen, gibt es nicht. Dann von der Politik natürlich. Ich meine, für alles hat Deutschland Geld. Warum nicht für dieses Thema? Menschen mit einem diagnostizierten Impfschaden haben die Möglichkeit, sich diesen anerkennen zu lassen und damit auf finanzielle Unterstützung zu hoffen. Bei Lea wurde lediglich die Herzmuskelentzündung als Corona-Impfschaden anerkannt. Die sei aber am Abklingen, ganz im Gegensatz zur ME/CFS-Erkrankung, die aber laut Versorgungsamt nicht im Zusammenhang mit der Impfung stehe. Dagegen hat die Familie Widerspruch eingelegt. Sie kämpfen für eine 100%ige Anerkennung der Erkrankungen ihrer Tochter als Impfschaden. Es geht einfach darum, dass diese Leute gesund werden wollen. Ich würde gerne auf dieses ganze Geld verzichten, alles in die Forschung, wenn mir jemand sagen würde, dadurch wird mein Kind wieder gesund und es hilft. Ja? Wir haben auch Menschen getroffen, die sich haben impfen lassen, die einen Impfschaden haben und die heute sagen, wir fühlen uns allein gelassen. Was tun Sie auch mit Geldern für die Forschung, um Menschen zu helfen, die mit einem Impfschaden leben müssen? Das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich an Medikamenten und anderen Behandlungen arbeiten, forschen. Aber die Forschung ist komplett unterfinanziert. Die pharmazeutischen Unternehmen sehen darin keinen Blockbustermarkt. So kommen wir zu langsam zur Heilung. Der Markt sei also nicht groß und lukrativ genug. Die Politik könnte hier aber auch stärker hinterher sein. Die Ampel schaffte es in der letzten Legislaturperiode nicht, eine Kommission für die Corona-Aufarbeitung einzusetzen. Es ist schwer vorstellbar, dass das nun plötzlich gelingen sollte. Die Frage ist, wann kommt die Aufarbeitung und wer arbeitet auf? Ich fordere das ja schon lange. Wir haben uns in der Ampel leider nicht darauf einigen können, aber es muss sehr schnell jetzt beschlossen werden. Das gehört mit zu den ersten Dingen, die wir als Regierung, wenn wir mitregieren sollten, machen müssten. Wenn Sie mitregieren, werden Sie die Corona-Aufarbeitung in den Koalitionsvertrag behandeln? Das muss auf jeden Fall so sein. Das war ja auch eine unserer Wahlforderungen, dass es sehr wichtig ist, dass wir das vereinbaren. Ich treffe auch Jens Spahn.
Er war Bundesgesundheitsminister, als Corona ausbrach. Mittlerweile äußert er sich nur noch sehr selten zur Pandemie und den Folgen. Jetzt, wo die CDU in Regierungsverantwortung geht, möchte ich wissen, wird es nun die Aufarbeitung geben? Ich hätte mir gewünscht, dass die Ampel, die Regierung, eine Aufarbeitung gemacht hätte. Das wäre natürlich auch zeitlich sinnvoll gewesen, direkt nach Ende der Pandemie damit zu beginnen. Ich würde sagen, Stand jetzt, 5 Jahre nach Pandemiebeginn, sind wir nicht wirklich besser vorbereitet, als wir 2020 waren. Insofern aufarbeiten im Sinne vor allem von Lehren ziehen, lernen für die Zukunft, wäre gut. Ich hoffe, dass der neue Deutsche Bundestag einen Weg findet. Das muss jetzt besprochen werden, das vernünftig aufzuarbeiten. Aber das liegt dann ja auch an Ihnen, ne? Weil die nächste Regierung wird mit Ihrer Partei zustande kommen. Man muss ja schauen, was sind gerade die drängendsten Themen für die Deutschen, für Europa. Das ist das Thema Sicherheit, Verteidigung, Krieg, Ukraine. Ich wache jetzt nicht morgens auf und sage, wir müssen aufarbeiten, aufarbeiten, aufarbeiten. Ich habe mich bewusst entschieden, aus der Gesundheitspolitik rauszugehen. Mache im Schwerpunkt Wirtschaft, Energie, Klimaschutzpolitik, beschäftige mich mit den Themen, die die Deutschen gerade in Mehrheit beschäftigen. Also mein Lebensthema ist jetzt nicht Corona. Das war die forderndste Zeit meines Lebens. Es war die forderndste Zeit für Deutschland, für die Welt in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Insofern gehört das immer auch zu mir. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht Tag und Nacht mit Corona. Kein Satz steht so sehr für diese Zeit wie der von Ihnen geprägt in der Anfangszeit. Wir werden uns am Ende alle gemeinsam viel miteinander verzeihen müssen. Was müssen wir Ihnen verzeihen? Jeder von uns lag mal falsch. Am Küchentisch, im Fernsehen, Journalisten, Politik, selbst die Wissenschaft. In dieser Pandemie lag jeder mal falsch. Gibt es Dinge, die man mit dem Wissen von heute bei mir sagen müsste, da lag ich falsch. Und dann müsste ich sagen, bitte ich um Verzeihung, ja klar. Mit am meisten gelitten unter den Einschränkungen und möglicherweise auch am längsten Folgen für ihr Leben haben Kinder und Jugendliche. Und das ist dann natürlich gerade auch in so einer Gesellschaft dann auch ein Thema, das zu Spannungen führt. Karl Lauterbach, ein Mann, der in Talkshows öfter sitzt als in seinem Ministerium, der selbsternannte Gesundheitsexperte, der uns in der Corona-Zeit mit seinen wissenschaftlich fundierten Märchen versorgt hat. Keine Nebenwirkung. Ungeimpfte sind schuld. Spätestens jetzt müsste jedem klar sein, dass Lauterbachs Worte genauso viel Wert haben wie ein kaputter Schnelltest. Und dann sitzt er da, völlig unbeeindruckt vom Chaos, das er mit angerichtet hat. Menschen, die sich nicht von ihrem Liebsten verabschieden konnten. Familien, die wegen seiner Panikmache zerbrochen sind. Und heute, statt Einsicht, gibt es nur Ausreden. Die Schulschließung, ja, die seien vielleicht ein Fehler gewesen. Der Rest, alles richtig gemacht. Natürlich. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Jens Spahn ist kein Deut besser. Doch Lauterbach hat es geschafft, sich zum Symbol der Spaltung zu machen. Ein Mann, der Vertrauen so nachhaltig zerstört hat, dass selbst seine eigenen Prognosen kaum noch jemand ernst nimmt. Aber Hauptsache, er hat in jeder Talkshow einen Platz reserviert. Und während Lauterbach seine Karrierespiele weiterspielt, kämpfen andere mit den Folgen seiner Politik. Schaut euch Lea an, ein junges Mädchen, das einfach nur ihr Leben zurück will. Ich wünsche ihr vom Herzen viel Kraft und hoffe, dass ihr jemand hilft, damit sie wieder gesund wird. Denn während Lauterbach noch schwadroniert, brauchen Menschen wie Sie echte Hilfe. Herr Lauterbach, wenn Sie noch einen Funken Anstand hätten, würden Sie Ihren Koffer packen und dorthin ziehen, wo man Ihre Fakten noch glaubt, falls es diesen Ort überhaupt noch gibt. Die Menschen haben genug von Ihren Phrasen und leeren Versprechungen. Und damit verabschiede ich mich. Aber keine Sorge, Herr Lauterbach, wir vergessen nichts.